Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. In diesem 3000 Abonnenten Feiervideo werde ich euch 30 Fragen zum Blockflöte lernen, Blockflöte spielen beantworten. Und zwar Fragen von Einsteigern auf der Blockflöte als auch Fragen von fortgeschrittenen Blockflötenspielerinnen und Spielern. Falls ihr mich bei 3000 Abonnenten jetzt immer noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Vielen Dank an euch, an diejenigen, die meinen Kanal abonniert haben. Veras Blockflötenkanal hat tatsächlich vergangene Woche die 3000 Abonnenten erreicht und da sind wir jetzt schon drüber. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diejenigen, die meinen Kanal schon abonniert haben. Und die anderen tun das bitte noch schnell, da würde ich mich sehr freuen. Ich mache diese Videos für euch und ohne eure Begeisterung und euer Interesse hier würde ich das Ganze gar nicht machen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhin helft, meinen Kanal zu verbreiten, indem ihr abonniert und auch das kleine Glöckchen anklickt, damit ihr Bescheid bekommt, wenn wieder ein neues Video erscheint. Und das Ganze ist für euch vollkommen gratis. Und ich freue mich riesig, wenn ihr weiterhin Fragen an mich stellt in den Kommentaren und mir berichtet, welche Inhalte für Veras Blockflötenkanal euch interessieren würden. Denn wie gesagt, ich mache das für euch und ich freue mich über Anregungen. Also macht weiter so, ich freue mich riesig. Vielen Dank. Zur Feier des Tages habe ich für euch 30 Fragen zum Blockflöte spielen und Blockflöte spielen lernen zusammengestellt, die sehr oft gestellt werden. Zwar haben wir noch nicht die 30.000 Abonnenten erreicht, aber 3 Fragen hätte ich jetzt ein bisschen dürftig gefunden. Deshalb 30 Fragen, die ich für euch beantworte. Die Reihenfolge ist jetzt ziemlich wahllos. Ich wollte, dass es ein bisschen abwechslungsreich ist und es sind Fragen und Antworten dabei für Einsteiger beim Blockflötenspiel, aber auch für fortgeschrittene Spielerinnen und Spieler. Wie gesagt, Fragen, die immer wieder gestellt werden zum Blockflötespielen. Dann geht es los. Frage Nummer 1. Was ist das richtige Einstiegsalter zum Blockflötespielen? Jedes Alter ist meine Antwort. Ja, also ist kein Witz, sondern man kann in sehr jungem Alter beginnen. Also ich würde sagen, ab 5 Jahren, es gibt bestimmt hochbegabte Kinder, die das noch früher können, aber 5 Jahre oder eigentlich 6 Jahre alt finde ich eigentlich ein ideales Alter, um anzufangen. Aber man kann auch mit 20 Jahren anfangen, mit 30, 40, 50, 60 oder 70 oder 80. Alle diese Alterskategorien habe ich schon unterrichtet als Anfänger. Damit will ich sagen, die Blockflöte ist kein Anfängerinstrument. Genauso wenig wie eine Violine oder ein Klavier oder ein Saxophon, sondern die Blockflöte ist ein Instrument, das man von Anfangsniveau bis zu professionellem Niveau spielen kann. Und es wird ja oft angenommen, dass die Blockflöte ein gutes Einstiegsinstrument sei, mit dem man erstmal anfängt, damit man danach ein sogenanntes richtiges Instrument erlernt. Man kann natürlich mit der Blockflöte anfangen, aber es gibt keinen Grund, dann wieder aufzuhören oder auf ein anderes Instrument umzusteigen. Und wenn ihr ja schon einige Videos kennt von meinem Kanal, dann wisst ihr ja, was die Blockflöte für ein reiches Repertoire an Stücken hat und was für ein jahrhundertealtes Instrument sie ist mit einer riesigen Geschichte und dass sie sich absolut nicht verstecken muss vor anderen etablierten Instrumenten. Ich bin jetzt immer noch bei der ersten Frage, nämlich zum Alter. Und das ist jetzt auch wichtig für die fortgeschrittenen Spielerinnen und Spieler unter euch, denn ich bekomme ganz häufig Zuschriften und Fragen von Schülerinnen und Schülern, die nicht bei mir Unterricht haben oder die zum Beispiel meinen Kurs kaufen wollen, meinen Videokurs, die dann sagen oder schreiben,
Ja, ich bin aber schon 54, muss ich dazu sagen. Ich möchte noch dies und das lernen, aber ich bin schon 43 oder so. Und das ist kein Hinderungsgrund. Das Alter an sich ist nicht ausschlaggebend, sondern es kommt mehr darauf an, welche innere Einstellung ihr dazu habt und wie ihr übt, welche Instrumente ihr habt und welches Feedback oder welchen Unterricht oder welche Anleitung ihr dazu bekommt. Und dann sehe ich keine Altersgrenze, ehrlich gesagt. Natürlich ist man als 60-Jährige oder 60-Jähriger anders als ein 20-Jähriger oder 20-Jährige. Es gibt bestimmte Nachteile, aber es gibt auch viele Vorteile, zum Beispiel, dass man mehr Geduld hat vielleicht, dass man mehr Zeit hat, das Ganze zu lernen. Also das Thema Alter, merkt ihr schon, ist ein Riesending, aber es ist nie ein Hinderungsgrund, um das entweder noch anzufangen oder wieder aufzugreifen oder noch viel, viel besser werden zu können beim Blockflöte spielen. So, jetzt komme ich aber endlich zu Frage 2 und diese Frage wird auch sehr häufig gestellt von Einsteigern zum Beispiel oder Eltern, deren Kinder Blockflöte spielen sollen. Was kostet ein Instrument? Und ihr wisst wahrscheinlich alle, dass es Plastikflöten für 2,95 € oder so gibt, pink oder durchsichtig oder was auch immer. Das ist klar, das kennt man so, aber es gibt auch Blockflöten, die ein paar tausend Euro kosten. Und wenn ihr jetzt konkret einsteigen wollt mit der Blockflöte und ihr wollt zum Beispiel mit Sopranblockflöte beginnen oder euer Kind, dann würde ich sagen, kauft eine Blockflöte, die ungefähr ab 60 Euro kostet. Ich würde euch sogar auch bei Kindern davon abraten, eine aus reinem Kunststoff zu nehmen, weil die noch mehr verstopfen als Holzblockflöten. Und wenn ihr die Holzblockflöte richtig behandelt, dann passiert der Blockflöte auch nichts, auch wenn euer Kind jetzt rein spuckt oder so, was ja gar nicht so ist, sondern das ist ja alles nur Kondenswasser. Aber jedenfalls eine Sopranblockflöte, wenn ihr die ganz basic wollt, wirklich super einfach, würde ich trotzdem eine aus Holz nehmen, ab ungefähr 60 Euro. Ich kann euch mal ein Modell verlinken hier unten in der Infobox, im Infokasten, das ich für Anfänger sehr schön finde. Es gibt natürlich noch teurere, hochwertigere Instrumente bei Sopranblockflöten. Wie gesagt, nach oben gibt es da ja schon Grenzen, aber es gibt nach oben Luft. Aber was ich auch sonst empfehlen würde, wären zum Beispiel die Möck-Rottenburg-Blockflöten. Und da müsst ihr bei einer Sopran schon eher, ich habe jetzt die aktuellen Preise nicht haargenau im Kopf, ich verlinke euch das auch mal, ungefähr 200 Euro rechnen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel als Erwachsene mit einer Sopranblockflöte einsteigen wollt. Und Altblockflöten würde ich so grundsätzlich erst ab 300-400 Euro einsteigen. Jetzt denkt ihr vielleicht oder manche von euch, oh Gott, 300 Euro für eine Blockflöte. Ja, wie gesagt, es ist ein ganz normales, vollwertiges Instrument und macht euch mal klar, wenn ihr eine Klarinette oder eine Querflöte oder irgendein anderes Blasinstrument anschaffen müsstet, das wäre viel teurer. Die kann man vielleicht zum Teil mieten, das ist natürlich dann eine andere Geschichte, aber ihr müsst, um das gut zu lernen und es sinnvoll anzufangen, ein richtig gutes Instrument haben. Und also falls ihr das hier schon kennt, dann wisst ihr es, ich habe viele Blockflöten auch vom Flötenbauer, die handgefertigt sind und die kosten dann so ab 2000 Euro pro Stück und die sind natürlich alle handgefertigt. Also so viel dazu, was kostet eine Blockflöte. Es gibt einen riesigen Bereich, ich würde aber keine für 20 Euro kaufen zum Anfang, ehrlich gesagt. So, Frage Nummer 3. Welche Art von Blockflöte brauche ich? Und deshalb habe ich die ganze Zeit diese Blockflöten hier in der Hand. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr einsteigt oder wenn ihr wieder aufgreifen möchtet, euer Blockflötenspiel und jetzt nicht schon ganz viele Blockflöten habt und das ganze Arsenal, dass ihr anfangt mit hochbarocken Modellen. Das sind diese Blockflöten, die so aussehen, mit diesen Ringen hier, mit den Doppellöchern.
Also auch mit barocker Griffweise, da komme ich später noch dazu. Und nicht jetzt solche speziellen Flöten wie hier solche Ganassi-Flöten. Ja? Also barocke Modelle, und da gibt es dann auch verschiedene Holzarten. Das ist zum Beispiel eine Blockflöte aus Grenadille. Und das ist eine aus Buchsbaum. Oder das ist Palisander. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, eine hochbarocke Blockflöte, keine irgendwie spezielle, mit barocker Griffweise und Doppellöchern. So, dann komme ich zu Frage Nummer 4. Wenn ich Blockflöte spielen lernen möchte, muss ich Noten lesen können? Nein, also das ist bei jedem Instrument, das ihr ganz neu erlernt, lernt ihr auch gleichzeitig mit dem Erlernen der richtigen Spielweise auch das Notenlesen. Jedenfalls, wenn es sich jetzt nicht um Improvisation und so weiter handelt, sondern wirklich, dass ihr klassisch sozusagen ein Instrument spielen lernt. Das heißt, das Notenlesen und Notenlernen geht ganz selbstverständlich einher mit dem Erlernen des Instruments. Ja, und jetzt habe ich mir selber Frage Nummer 5 schon vorweggenommen. Also es sind tatsächlich immer diese beiden Fragen. Muss ich Noten lesen schon können? Das denken Erwachsene immer. Die denken oft, sie müssen vorher das schon können. Und die andere Frage ist eben, muss ich Noten lesen lernen? Das hängt ja irgendwie zusammen. Es gibt tatsächlich Erwachsene, die dann denken, ich will das Instrument spielen lernen, aber Noten lesen muss ich ja nicht unbedingt. Ich will das so frei spielen. Und das freie Spielen ohne Noten vor der Nase ist natürlich super. Aber wenn man es richtig gut lernen will, muss man einfach wissen, was Sache ist. Und dann muss man das Notenlesen, finde ich, auch dazu lernen. Sonst hat man ja auch das Problem, jedes Mal, wenn man ein neues Stück einstudieren will, dann wüsste man nicht, wie das geht. Also ja. Ja, Noten lesen, lernen, ja. Noten vorher lesen können, nein. So, okay, Frage Nummer 6. Genau, muss ich mit Sopranblockflöte anfangen? Antwort, nein, absolut nicht. Also die Sopranblockflöte, also diese kleinere, die auch landläufig oft einfach als Blockflöte bezeichnet wird. Dabei ist so eine auch eine Blockflöte, und das sind hier alles Blockflöten übrigens. Dazu komme ich auch noch gleich. Aber die Sopranblockflöte, die wird traditionell verwendet für Kinder zum Anfang, einfach weil die noch kleine Hände haben. Und die Blockflöte besteht ja aus einer ganzen Familie von Instrumenten, also Sopran, Alt, Tenor, Bass. Und es gibt auch noch kleinere, Sopranino, die ist noch kleiner als die Sopran. Und dann gibt es auch noch eine noch kleinere, die ich leider nicht hier habe jetzt. Das ist eine gar klein, also sehr kleine Blockflöte. Die ist nur so groß wie eine Zigarre. Und die Sopran, die hat sich eben als praktisch erwiesen für Kinder. Aber eigentlich ist die Altblockflöte sozusagen unser Hauptinstrument, die vom Klang her, vom Umfang her, am besten passt zu anderen Melodieinstrumenten, wie anderen Blasinstrumenten oder Geige. Und deshalb gibt es auch unglaublich viele Stücke für Altblockflöte. Und die Noten werden etwas anders gelesen, aber die Griffe sind genau die gleichen. Und wenn man, und es ist eben so, die Sopranblockflöte hat als tiefsten Ton ein C. Und es ist deshalb eine sogenannte C-Flöte. Und das hat die Tenorflöte zum Beispiel auch, diese drittgrößte, sage ich mal jetzt von den dreien. Das ist auch ein C. Und die Altblockflöte, die hat als tiefsten Ton ein F. Das heißt, wenn ich so greife, ist es hier ein F und auf der Sopran ist das dann ein C. Das heißt, die Griffe sind die gleichen, aber ich muss die Noten anders umsetzen. Und wenn ihr jetzt kein Kind habt, mit dem ihr zusammen lernen möchtet oder so, das gibt es ja auch, könnt ihr absolut mit der Altblockflöte direkt anfangen.
Wenn ihr aber unbedingt eine C-Flöte nehmen möchtet, könnt ihr also genauso gut mit einer Tenorblockflöte anfangen. Die ist natürlich ein bisschen größer zu greifen, aber für Erwachsene ist das möglich, absolut möglich, und ihr müsst es natürlich auf die richtige Weise dann machen. Und dazu komme ich auch gleich noch. Okay, alles nach hinten geschoben. Also ihr könnt im Prinzip mit jeder Blockflöte anfangen. So ist es eigentlich zusammengefasst. Ich bin ja gerade dran, einen Kurs zu entwerfen, einen neuen Video-Online-Kurs speziell für Einsteiger und Wiedereinsteiger auf der Blockflöte. Und da habe ich das tatsächlich so konzipiert, dass man den entweder mit der Sopran- oder Tenorblockflöte absolvieren kann, den Kurs, und sich damit das nochmal beibringen, als auch mit einer F-Blockflöte, also einer Altblockflöte. Mit der Bassblockflöte würde ich jetzt vielleicht nicht gleich machen, ist nicht so geeignet, aber das ist dann egal, und dass man mit beiden das Ganze machen kann. Okay, so, dann kommt die Frage, steigt man danach um auf ein anderes Instrument? Bitte nicht. Also das habe ich ja anfangs schon erwähnt, ne? Also wie war die Frage jetzt genau, was ist das richtige Einstiegsalter, war vorhin, und jetzt genau, fange ich mit Blockflöte an und steige dann um auf ein anderes Instrument? Nee, ich habe schon in meiner Unterrichtslaufbahn, die jetzt schon echt über 30 Jahre ist, oh Gott, schon bald 40 Jahre, habe ich schon häufig den Fall gehabt, dass Kinder zu mir in den Unterricht kamen und die Eltern die Einstellung hatten, ja, sie oder er fängt jetzt erstmal an mit Blockflöte, und dann danach hatten dann die Eltern schon im Kopf, wie es dann weitergehen soll. Aber das habe ich dann ganz oft verhindern können und habe natürlich auch Riesenfreude immer dran, den Leuten und in dem Fall den Eltern die ganze Welt der Blockflöte zu eröffnen, und sie auch dann mal zum Konzert eingeladen und dann eben viel erklärt, oder beziehungsweise die haben ja auch gehört, was die Kinder da lernen. Dann die Frage, welche Stücke spielt man auf der Blockflöte? Und da würde ich jetzt mal unterscheiden zwischen Originalstücken, also Originalliteratur, und Bearbeitung. Und zwar, die Blockflöte ist, wie gesagt, ein jahrhundertealtes Instrument. Ich habe dazu auch mal mindestens ein Video gemacht, das kann ich euch auch noch verlinken. Und da gibt es die ältesten Stücke, kann man eigentlich sagen, aus dem Mittelalter. Da könnt ihr euch Noten dafür anschaffen, die könnt ihr spielen. Dann aus der Renaissance und aus der Barockzeit. Das ist wirklich ganz viel an Blockflötenrepertoire. Nach der Barockzeit, also ab 1750 ungefähr, ab diesem Jahr ist die Blockflöte so untergetaucht und gab es ganz wenig oder fast nichts für Blockflöte. Und die ist im 20. Jahrhundert wieder entdeckt worden. Das heißt, ab den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, 1930, 2030 und vor allem dann nach dem Krieg wurde ganz, ganz viel komponiert für die Blockflöte wieder. Also vor allem ab nach dem Zweiten Weltkrieg und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seitdem wird wahnsinnig viel Modernes für Blockflöte komponiert. Und da gibt es ein schier unendliches Repertoire. Da wird quasi täglich was komponiert, auch für die Blockflöte. Das heißt, wenn ihr ganz fit drauf seid und ihr wollt wirklich avantgardistische Stücke spielen und vielleicht Auftragskomposition, dann seid ihr bei der Blockflöte genau richtig. Aber ihr könnt eben auch die sogenannte alte Musik spielen, also Mittelalter, Renaissance, Barockmusik, und vor allem für Renaissance und eigentlich vor allem für Barockmusik bin ich jetzt eure Spezialistin sozusagen, und das ist mein liebstes Repertoire. Also zum Beispiel Frühbarock wie Castello, Fontana oder Marini, und Hochbarock natürlich Telemann, Bach, Händel, Vivaldi und so weiter. Also es gibt unglaublich viele Stücke da. Und dann gibt es auch sogenannte Bearbeitung, das heißt Stücke, die eigentlich aus einer Zeit sind, wo es die Blockflöte nicht mehr gab, nämlich zwischen Barock und modern, sage ich mal. In der Klassik und der Romantik, da gibt es eigentlich so gut wie nichts. Aber dann gibt es natürlich Bearbeitung, also was weiß ich, die Flötenuhr von Haydn
Sage ich das jetzt richtig? Oder irgendwelche romantischen Stücke, die dann für Blockflötenquartett eingerichtet sind oder so. Also die nicht original sind, aber da gibt es auch ganz viele Stücke und da könnt ihr mal stöbern im Laden. So, jetzt habe ich ja gerade schon erwähnt, das Blockflötenensemble oder Blockflötenquartett, und das passt zur nächsten Frage, nämlich Frage Nummer 9. Wie kann ich zusammenspielen mit der Blockflöte? Und da gibt es eigentlich mehrere Möglichkeiten. Die Blockflöte ist ein ideales Instrument, um mit anderen zusammenzuspielen. Also erstens mal, wenn man im Blockflötenensemble spielt oder im Quartett. Also ein Blockflötenquartett, das wäre dann eine Sopranblockflöte, eine Altblockflöte, eine Tenorblockflöte, eine Bassblockflöte spielen zusammen ein Stück, und Blockflötenensemble ist das gleiche, nur darunter versteht man auch, dass jetzt noch größere Blockflöten zum Beispiel mitspielen würden. Also das ist ja die Bassblockflöte, ist die Größe, die ich habe. Es gibt aber auch noch eine Großbassblockflöte und eine Subbassblockflöte, und die ist, glaube ich, 2 Meter groß. Also, und eben auch die kleineren Blockflöten. Aber wenn mehrere Blockflöten eben zusammenspielen in verschiedenen Größen, das ist dann ein Blockflötenensemble. Und da könnt ihr ganz viel natürlich Spielpartnerinnen und Partner finden. Ganz oft in Kirchengemeinden und an Musikschulen natürlich. Und natürlich auch privat bei Lehrern also Blockflötenlehrerinnen und Lehrern. Das ist das Blockflötenensemble. Dann könnt ihr natürlich Stücke spielen von zum Beispiel Telemann und Vivaldi, Sonaten oder Suiten. Dazu habe ich ja auch mal ein Video gemacht zuletzt, die dann mit zum Beispiel Cembalo-Begleitung sind. Also Cembalo ist ja so einer der Vorläufer des Klaviers eigentlich. Also ich sage jetzt mal mit Klavierbegleitung, mit Tastenbegleitung. Mit Orgel gibt es das auch. Es gibt auch Blockflöte mit Gitarre dazu. Das ist natürlich auch nicht original. In der Barockzeit war das dann eine Laute oder eine Theorbe. Aber auf jeden Fall gibt es ganz viele Stücke für Blockflöte und Begleitung. Und es gibt auch ganz viele Stücke für 2 Blockflöten und Begleitung. Das sind dann Triosonaten. Oder für 3 Blockflöten und Begleitung. Oder für Blockflöte mit anderen Instrumenten und Begleitung. Also zum Beispiel mit Geige dazu, mit Oboe, mit Querflöte. Es gibt auch Concerti, also von Vivaldi und Sammartini und so weiter, die dann mit Orchester sind sogar. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, mit einem Orchester zusammenzuspielen, dann könnt ihr da als Solistin oder Solist glänzen. Oder zum Beispiel in Kantaten von Johann Sebastian Bach, da gibt es auch sehr häufig Blockflöten. Das wäre dann eben auch mit einem Barockorchester eigentlich. Also ihr seht schon, Zusammenspielmöglichkeiten sind schier endlos. Dann die Frage, das kam ja vorhin auch schon mal, barocke oder deutsche Griffweise. Also ich habe dazu ein Video gemacht, das ist eigentlich am einfachsten. Ihr schaut euch das mal an, ich verlinke das auch unten. Und die Frage deutsche oder barocke Griffweise versuche ich jetzt mal ganz schnell zu beantworten. Ich sage bitte barocke Griffweise, denn die deutsche Griffweise, ich habe gar keine Flöte jetzt hier mit deutscher Griffweise, die ist eigentlich nur eine falsche Griffweise, die beruht auf einem historischen Irrtum, und die Flöten in deutscher Griffweise scheinen erstmal einfacher zu spielen zu sein, weil ich da, das kennt ihr dann als auffallendsten Unterschied, das F einfach mit dem einen Finger spielen muss, anstatt diesem Griff. Ja? Also auf der barocken Flöte ist es so und auf der deutschen Griffweise so. So, und ihr merkt, das klingt unterschiedlich. Natürlich passt das hier nicht, weil es keine deutsche Griffweise ist. Aber die Blockflöten in der deutschen Griffweise sind in sich nicht gut gestimmt. Und nur dieses F ist wirklich leichter zu spielen. Eigentlich fast alle anderen Griffe, denn ihr müsst einige anders spielen, sind schwieriger als auf der barocken Griffweise. Der Punkt ist natürlich, dass es auch nicht original ist, wie die Blockflöte eigentlich gedacht ist. Aber dazu könnt ihr in dem Video noch mehr erfahren. Also wenn ihr ganz neu anfangt und habt auch keine Angst, dass das schwieriger zu lernen ist. Es ist
die barocke Griffweise ist nicht schwieriger zu lernen. Also meine eigenen Töchter, die hatten auch in der Grundschule mit der ganzen Klasse Flötenunterricht, in der 1. und 2. Klasse. Und da haben die meisten Kinder dann deutsche Griffweise bekommen, aber wenn man das gesagt hat, konnte man auch die barocke Griffweise nehmen und die haben das da dann mitgelernt und das war kein Problem. So, dann kommt die nächste Frage. Kann ich mir Blockflöte spielen selbst beibringen? Also ganz selbst würde ich jetzt nicht empfehlen, in dem Sinn, dass ihr euch irgendwelche Noten holt aus dem Netz oder im Laden und das komplett selber probiert, euch vielleicht eine Grifftabelle dazu nehmt, okay, wie geht das C, wie geht das D, wie geht das E und so weiter, okay, weil die Gefahr einfach viel zu groß ist, dass ihr dann bestimmte Angewohnheiten bekommt, bestimmte Dinge euch so anlernt, sagt man das, dass ihr die schwierig wieder wegbekommt. Und diese falschen Angewohnheiten, die halt passieren können, die betreffen den Atem. Die Blockflöte ist nämlich sehr nah dem Singen verwandt und ihr könnt euch vorstellen, wenn man keine gute Atemstütze hat und nicht weiß, wie man wirklich tief einatmet und seine Luft auch dosiert, dann kann man nicht schön singen und kann man eben auch nicht gut Blockflöte spielen. Und da kann man ganz schnell sich eine falsche Atmung angewöhnen oder eine verkrampfte und hat dann vielleicht so einen zittrigen Ton. Also so, das kennt ihr vielleicht, dass Leute so spielen. Und das liegt nur daran, dass die Atemstütze nicht ausgebildet ist. Und es ist eben viel schwieriger, eine schlechte Angewohnheit, eine negative Angewohnheit, die euch behindert, um das Instrument gut zu spielen, wieder abzutrainieren, als dass ihr es gleich richtig lernt. Das Gleiche gilt für eure gesamte Haltung beim Spielen. Die Körperhaltung ist wichtig, die Haltung eurer Arme und Hände und natürlich des Instruments, der Finger. Was macht euer Mund? Was muss eure Zunge machen und so? Da braucht ihr eine richtig gute Anleitung. Das kann in Form von einem Kurs sein, einem guten Kurs. Ich behaupte, mein Kurs für Fortgeschrittene, den es ja schon gibt, der ist ein richtig guter Online-Videokurs, wo ich lebendig im Unterrichtsvideo euch Schritt für Schritt ganz viel beibringe. Und das Gleiche bin ich, wie gesagt, gerade am Entwerfen für Einsteiger und Wiedereinsteiger. Das ist eine Möglichkeit. Natürlich ist Einzelunterricht bei einer guten Lehrerin und einem guten Lehrer super. Auf jeden Fall, wie auch immer, empfehle ich euch dringend eine fachkundige Anleitung. Also ich kann es nur wieder vergleichen mit anderen Instrumenten. Stellt euch mal vor, ihr wolltet euch komplett Klavierspielen selbst beibringen, indem ihr jetzt nur Noten habt und guckt, welche Taste ist, welcher Ton, ihr klebt euch vielleicht noch Aufkleber drauf, dann werdet ihr nicht schön für Elise spielen können oder so, was ja viele gerne möchten, ne, beim Klavier. Also es ist wie bei jedem anderen Instrument, macht es nicht komplett alleine. Dann die nächste Frage, die irgendwie entfernt damit zu tun hat, nämlich kann man Blockflöte studieren? Ja, das kann man studieren. Ich habe Blockflöte studiert als Hauptfach an der Musikhochschule. Und das ist eben genau, als ob man da Violine studiert oder Gesang oder welches Instrument auch immer. Und das ist ein Hauptfachinstrument, wie alle anderen auch. Also ich habe Musik studiert mit Hauptfach Blockflöte. Die nächste Frage hat damit ein bisschen zu tun, beziehungsweise die habe ich ja vorhin schon eigentlich beantwortet, nämlich spielt man mit der Blockflöte im Orchester? Also das ist jetzt eine Frage, die mir ganz oft gestellt wird von Leuten, die nicht Blockflöte spielen oder die vielleicht als Kind mal gespielt haben. Aber eigentlich diejenigen unter euch, die schon mal gespielt haben, die wissen das. Also die Frage lautet, spielt man mit der Blockflöte im Orchester? Habe ich, glaube ich, schon gesagt eben, ne? Genau. Jein, also man spielt nicht im Sinfonieorchester, also jetzt nicht in so einem modernen, sogenannten modernen Orchester, sondern im Barockorchester. Und da ist man aber auch nicht immer fest drin engagiert. Also im Barockorchester müsst ihr euch vorstellen, wenn zum Beispiel die brandenburgischen Konzerte aufgeführt werden, dann werden dazu Blockflöten engagiert. Also im 4. brandenburgischen Konzert von Bach gibt es 2 Blockflöten und wenn das irgendwo aufgeführt wird, dann
wird man da als Blockflötist für engagiert. Und nächstes Mal macht das Orchester vielleicht was ganz anderes und dann sind keine Blockflöten dabei. Oder Bach-Kantaten gibt es auch, wie gesagt, einige mit Blockflöte. Oder ein Solistenkonzert, wo man als Solist auftritt mit dem Orchester und zum Beispiel ein Vivaldi-Konzerto spielt und das Orchester begleitet. Also in dem Fall spielt man im Orchester. Normalerweise hat man jedenfalls nicht eine Stelle im Orchester mit Blockflöte, so wie eine Querflöte zum Beispiel. Dann auch eine völlig andere Frage. Kann eine Blockflöte verstimmt sein? Ja, und das wisst ihr ja wahrscheinlich alle, dass die Blockflöte oft dieses Image hat, dass sie verstimmt sei. Und das beruht zum Großteil auf dieser deutschen Griffweise, die also ungefähr seit Beginn des 20. Jahrhunderts gebaut und verbreitet wurde und die einfach verstimmt klingt. In Kombination mit der Tatsache, dass dann die Blockflöte als reines Anfängerinstrument, als Einstiegsinstrument verwendet wurde und man ganz viel später auf Plastikflöten gespielt hat und ebenso gesagt hat, die Blockflöte ist kein richtiges Instrument, dann schafft man natürlich auch kein Instrument an für 300 €, sondern eins für 10 € aus Plastik. Und ja, diese Blockflöten die klingen ganz sicher verstimmt. Aber eine Blockflöte kann auch wenn sie super gut gebaut ist, verstimmt klingen. Und das kann ich euch vielleicht mal zeigen. Es ist nämlich so bei der Blockflöte, das ist ein ganz schön komplexes Instrument. Abgesehen davon, dass ich keine Klappen habe und ganz viel mit diesen sogenannten Gabelgriffen machen muss. Und das ist fingertechnisch ganz schön schwierig. Davon abgesehen ist die auch sehr empfindlich für die Blaslautstärke. Und wenn ich eine Blockflöte einfach so spiele, dass jeder Ton gleich laut geblasen ist, würde sie verstimmt klingen. Das heißt, ich muss beim Blockflöte-Spielen sehr gut hören können. Das lernt man auch, wenn man von Anfang an guten Unterricht hat und gute Anweisungen bekommt, professionelle. Ich muss hören können, ist ein Ton zu hoch oder zu tief. Und mal als Beispiel, das A jetzt hier auf der Altblockflöte, das ist im tiefen Bereich, also als tiefes A, auf den meisten Blockflöten ziemlich tief gestimmt. Und das hohe A dagegen ist ziemlich hoch, von der Bauweise her hoch gestimmt. Das heißt, wenn ich jetzt beide gleich laut spielen würde, wäre die Oktave zu groß. Dann wäre das tiefe A zu tief und das hohe A zu hoch. Also insofern, eine Blockflöte, auch wenn sie gut gebaut ist, kann verstimmt klingen, wenn ich nicht weiß, wie ich sie richtig spielen muss. Aber das kann man ja lernen. So, dann die nächste Frage. Oh Gott, wir sind jetzt bei Frage 15. Ihr müsst noch eine Weile durchhalten. Wie muss ich die Blockflöte pflegen? Also das versuche ich jetzt mal kurz zu halten, weil ich habe schon mal ein Video gemacht über Blockflötenölen und ich habe auch ein Video gemacht über die Behandlung der Blockflöte. Da ist das alles drin, kann ich euch auch wieder verlinken unten. Aber im Prinzip versuche ich jetzt mal kurz zu sagen, ihr müsst die Blockflöte immer anwärmen vor dem Spielen. Also das Kopfstück anwärmen, nicht auf die Heizung und nicht in die Sonne legen, sondern einfach am Körper anwärmen oder auch, wenn ihr eine warme Hand habt, in der Hand. Ihr müsst die Blockflöte trocknen lassen nach dem Spielen, denn es entsteht Kondensfeuchtigkeit in der Blockflöte, ist ganz normal vom warmen Atem. Und ihr müsst die Blockflöte ab und zu ölen, wenn sie aus einem Edelholz ist, so ungefähr alle 3 Monate. Das ist nicht bei preiswerteren Blockflöten nötig, sondern bei Edelhölzern. Das sagt euch aber euer Laden oder euer Flötenbauer oder wer auch immer. Also zum Ölen, wie gesagt, habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Ja, also mit dem Trocknen hinterher geht natürlich auch einher das Trockenwischen. Und ich habe da so ein Ding dafür, das ist jetzt nicht so appetitlich, das Läppchen hier. Also so ein Teil, das ist bei vielen Flöten dabei, meistens aus Holz mit dieser Öse. Und da mache ich einfach ein Baumwolltuch durch und gehe damit durch die Flöte. Und das macht schon mal einen Großteil trocken. Und dann ist wichtig, dass ihr sie an der Luft trocknen lasst, also nicht gleich wieder einpackt. Dann gibt es noch
sowas hier. Dann habt ihr euch vielleicht gefragt, was soll das? Das ist das Fett für die Zapfen. Und da muss ich jetzt mal gucken, weil ich habe jetzt bei diesen hier habe ich eine Bindung mit Faden. Da ist kein Zapfen. Aber zum Beispiel bei dieser hier ist ein Zapfen aus Kork. Und den muss man regelmäßig damit eincremen, damit das schön beweglich ist beim Zusammendrehen, aber vor allem damit der Kork auch nicht spröde wird und irgendwann ganz abgeht. Was ihr noch, das ist jetzt keine Pflege, aber was noch sehr nützlich ist, sind Anti-Heiser-Tröpfchen. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Die könnt ihr in den Windkanal tröpfeln hier rein, damit die Blockflöte nicht ganz so schnell verstopft oder vielleicht, wenn ihr Glück habt, gar nicht verstopft. Dann, was ist ein guter Übeplan? Also es ist gut, wenn ihr eine Kombination habt aus Stücken, die ihr spielt oder Liedern, wenn ihr ganz am Anfang seid. Und auch Übungen, die zum Beispiel mal ohne Noten sind, ja. Und auch Etüden, also Übungsstücke aus Noten, dass ihr auch mal übt, auswendig zu spielen, dass ihr auch übt, mal vorzuspielen oder euch aufzunehmen. Also, dass ihr so einen Plan euch macht, okay, wie kann ich jeden Bereich des Blockflötenspiels ansprechen bei meinem Üben. Ihr könnt auch gucken, dass ihr was Altes spielt, also zum Beispiel Frühbarock oder Barockmusik oder im Ensemble vielleicht Renaissance-Musik, aber auch mal was Modernes probiert. Und da gibt es gemäßigt moderne Stücke, da gibt es auch avantgardistische Stücke, also mit Sachen wie Flatterzunge und Glissando und sowas. Da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, wird auch verlinkt unten. Also ihr habt noch ordentlich was zu gucken auf Veras Blockflötenkanal. Genau. Ja, und ich habe auch, wenn ihr euch zu meinem Newsletter anmeldet, kostenlos natürlich, habe ich eine Übe-Checkliste gemacht. Die könnt ihr dann runterladen als PDF gratis. Da habe ich auch noch ein Erklärungsvideo dazu gemacht. Das kriegt ihr dann auch mit so einfach einer Checkliste, was ihr alles, woran ihr üben könnt und was so zu eurem Blockflötenspiel eigentlich dazugehören sollte oder könnte, damit ihr das umfassend gut lernt und trainiert. Wie viel muss ich üben? Genau, also wie oft, wie lange muss man üben? Ist natürlich ein bisschen individuell, klar, aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, lieber öfters kurz als nur ab und zu lange. Und das ist einfach wie bei allen anderen Tätigkeiten, die ihr machen wollt. Also ich vergleiche es immer am liebsten mit dem Sport. Ja? Wenn ihr nicht regelmäßig trainiert, ein paar Mal die Woche joggen zu gehen zum Beispiel, dann könnt ihr auch nicht sagen, ich laufe alle 4 Wochen einen Marathon. Dann bin ich ja genug Kilometer gelaufen. Sondern es ist beim Üben und bei dem, was euer Gehirn umsetzen muss, an Motorik, an Kognitiven, an Verständnis, an Noten lesen, Stücke einstudieren und eben diese ganzen Bewegungsabläufe, ist es besser, wenn ihr die häufig macht, am besten natürlich täglich und gar nicht mal zu lange, weil das wäre dann eine Überforderung. Also so viel könnt ihr gar nicht verarbeiten. Also wenn ihr jetzt auch sagt, oh Gott, jeden Tag, das schaffe ich ja gar nicht, ich bin ja berufstätig oder habe noch abends dies und das, dann versucht es wenigstens so häufig wie möglich und macht euch keinen Kopf, wenn ihr wirklich mal nur 5 Minuten spielt. 5 Minuten hochkonzentriert sind besser, als wenn ihr sagt, ich habe jetzt eine ganze Woche nicht gespielt, jetzt mache ich 2 Stunden am Stück. Ich kann euch mal das eine Video verlinken, das heißt keine Zeit zum Üben, Fragezeichen. Da könnt ihr euch das nochmal genauer ansehen. Dann Frage Nummer 18, muss ich denn vorspielen? Also jetzt, es kann ja sein, dass ihr in der Musikschule Unterricht habt oder bei jemand Privatem und da gibt es regelmäßig Vorspiele. Normalerweise wird da niemand gezwungen teilzunehmen. Ich würde euch aber dringend empfehlen, vorzuspielen. Und wenn es gar nicht mal unbedingt vor diesem Publikum ist, im Musikschulvorspiel oder so. Aber wenn ihr euch das noch nicht traut, dass ihr sagt, ich nehme mal 2 beste Freundinnen und spiele denen mal mein Stück vor. Damit ihr einerseits so einen gewissen Druck habt oder auch ein Ziel habt, dass ihr wisst, bis dahin will ich das Stück richtig gut können oder
ja, will ich darauf hinarbeiten. Das motiviert nämlich ungemein. Ja, und dass ihr andererseits auch wisst, wofür ihr eigentlich übt. Natürlich macht das Spielen an sich Spaß und das Lernen macht Spaß, aber irgendwie ist es auch schön, das mal an den Mann zu bringen oder an die Frau. Es kommen noch ganz viele Faktoren hinzu, wofür das gut ist. Ihr überwindet eine Komfortzone, ihr kommt raus aus einer Komfortzone, indem ihr euch mal das traut. Denn Mut ist ja, wenn ich was mache, obwohl ich Angst habe. Also ihr braucht gar nicht diejenigen zu bewundern, die das einfach locker machen und keine Angst haben, weil die müssen ja keinen Mut aufbringen. Also ich kann das nur als Tipp geben. Ich glaube, ich habe dazu auch ein Video gemacht, irgendwie Tipps gegen Lampenfieber. So, nächste Frage, Nummer 19. Welche weitere Ausrüstung brauche ich zum Blockflöte spielen? Also, da man idealerweise im Stehen Blockflöte spielt, man kann auch im Sitzen spielen, aber idealerweise im Stehen, ist es wichtig, dass ihr einen Notenständer habt. Also, ich habe meinen hier, so ein Teil. Ja, gibt es auch noch schöner in Farben und gibt es verschiedene Ausführungen. Auf jeden Fall so, dass ihr die Noten auf irgendwo zwischen Brust und Augenhöhe vor euch haben könnt, damit ihr auch aufrecht stehen könnt und gut spielen könnt. Und man kann auch im Sitzen spielen, da muss man aber richtig sitzen. Traue es mich jetzt kaum zu sagen, aber dazu habe ich auch ein Video gemacht. Und da ist es auch wichtig, dass ihr einen Notenständer habt. Also was ganz, ganz schlecht ist, wenn ihr jetzt für euer Kind zum Beispiel so einen Buchständer auf den Tisch stellt, und das Kind sitzt an einem normalen Tisch und spielt dann von diesem Buchständer. Weil was dann passiert ist, dass man irgendwie so sitzt, vielleicht noch die Ellbogen aufstützt, so spielt, vielleicht, oder irgendwas anlegt. Dabei muss man diese volle Freiheit der Arme haben zum Spielen. Also so muss ich jetzt auch nicht spielen, aber eben auch nicht so. Und die Blockflöte muss eine gewisse Höhe haben, damit die Finger locker sind und das alles funktioniert. Also nicht so, Und von daher braucht ihr einen Notenständer. Ja, und ansonsten braucht ihr natürlich Notenmaterial. Gut, dann, wie soll ich die Blockflöte transportieren? Genau, das ist so, also wenn ihr eine Blockflöte kauft von irgendeiner Flötenfirma, Mollenhauer oder Küng oder Möck oder was es da alles gibt, dann bekommt ihr die ja schon in einem Etui oder in einem schönen Kasten. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier Kästen überhaupt habe. Moment, gleich wieder da. Das ist also der Kasten von meiner Bassblockflöte. Ja, die steht jetzt aber da. Und ich habe meistens für meine Blockflöten Hüllen. Also solche Hüllen gibt es, da steckt man die einzelnen Teile rein und lass mich mal gucken. Genau. Hier, wenn ich gleich ganz viele Blockflöten mitnehmen muss, dann habe ich hier die Riesenhülle. Da passen ganz viele Blockflöten rein mit den ganzen einzelnen Fächern da. So könnt ihr die Blockflöte transportieren. Natürlich am liebsten nicht auf dem Gepäckträger vom Fahrrad hinten drauf, sondern lieber mit Rucksack dann. Klar, eigentlich sind die natürlich ganz einfach zu transportieren. Dann Frage Nummer 21. Wie soll ich meine Blockflöten aufbewahren? Ja, gute Frage. Wie ihr seht, hier habe ich die hier alle stehen. Ich spiele die aber auch fast alle regelmäßig. Also Luft ist gut für Blockflöte, frische Luft. Also damit die ganze Feuchtigkeit auf jeden Fall raus kann und da bloß nichts schimmelt im Koffer oder in der Hülle. Also auch wenn ihr gespielt habt, ihr wart unterwegs zu Hause, sofort die Blockflöten auspacken. Ich bewahre sie am liebsten so auf und auch mit dem, so stehend, damit noch Feuchtigkeit vom Spielen von da oben, vom Block, nach unten wandert. Wenn ihr jetzt nicht so häufig die Blockflöten spielt, dann könnt ihr sie natürlich auch in die Hülle machen und aufbewahren. Aber wie gesagt, da müsst ihr sicher sein, dass sie ganz trocken sind.
Okay, ist die Blockflöte ein echtes Instrument? Das ist Frage Nummer 22 und die habe ich ja jetzt eigentlich schon längst beantwortet. Ja, sie ist ein echtes Instrument und dass sie immer gesehen wird und belächelt wird als nicht echtes Instrument oder nur Blockflöte, das ist erst in Anführungszeichen 100 Jahre alt ungefähr, diese Ansicht. Und die Blockflöte gibt es aber schon viele, viele 100 Jahre. Und bis zur Barockzeit einschließlich ist kein Mensch auf die Idee gekommen, die Blockflöte zu belächeln. Also das war dummes Pech sozusagen, dass sich das mit der Blockflöte so entwickelt hat. Wenn ihr euch da aber für interessiert und wenn ihr Blockflöte spielt und das wirklich sinnvoll angeht, dann merkt ihr ganz schnell, dass das einfach nur auf fehlender Information beruht, diese Ansicht. Also natürlich ist die Blockflöte ein echtes Instrument. Dann Frage 23. Warum heißt die Blockflöte Blockflöte? Weil die Blockflöte hier einen Block hat, also ein Stück Holz. Hier seht ihr das ja immer, das ist meist aus Zedernholz. Das ist, glaube ich, ein sehr hartes Holz. Und das andere Ende, also das Ende von diesem eingesetzten Block, das ist hier quasi. Und am Block wird der Ton erzeugt, indem ich hier durch diesen Windkanal dann reinblase. Nehme ich mal hier diese große Tenor von Ganassi. Das ist auch eine Blockflöte, die hat hier den Block. So, also es ist ganz einfach, deshalb heißt die Blockflöte Blockflöte. Okay, wozu ist der Wischer, wozu das Töpfchen, wozu die Tröpfchen, wozu das Öl? Okay, ich habe euch jetzt ein bisschen betrogen um eine Frage, das wäre jetzt Frage 24 gewesen, die habe ich ja jetzt vorhin schon beantwortet. Nummer 25. Ist das Große da auch eine Blockflöte? Also Leute, die hier reinkommen oder die das irgendwo sehen, die fragen mich das immer. Ja, das ist eine Blockflöte, ich werde es euch jetzt gleich beweisen. Das ist eine Bassblockflöte und da könnt ihr jetzt denken, wo ist denn da der Block? Da ist ja überhaupt kein Block, aber Trick 17, ich kann das abmachen und voilà, da ist der Block. Hier ist das eben nicht so schnabelförmig, ja, bei den anderen Blockflöten ist das ja wie ein Schnabel hier. Und deshalb übrigens auf Französisch heißt es Flûte à bec, also Schnabelflöte, die Blockflöte. So, also hier ist der Block, auch wieder mit dem, der geht bis hierhin quasi, da drin. Oh Gott, diese Bassblockflöte, die kann ich eben auch so rumspielen. Dann blase ich direkt da rein, weil hier ist ja der Windkanal. Oder eben mit diesem Teil drauf. Okay, Frage Nummer 26. Wie werden meine Finger schneller oder entspannter? Ja, also ihr könnt natürlich Fingerübungen machen, ihr könnt euch aufwärmen vorher und so, aber das A und O ist eigentlich euer Atem. Also das klingt jetzt vielleicht verwunderlich, aber der Atem, der richtige Atem, nämlich die Zwerchfellatmung im Idealfall und die tiefe Bauchatmung, ist die Basis für alles. Wenn ihr wirklich lockere und schnelle und bewegliche Finger haben möchtet beim Spielen und dass das auch wirklich klappt im Stück, braucht ihr eine richtig gute Atemführung und eine Atemstütze und müsst das von Anfang an am besten gut lernen. Das ist wirklich die halbe Miete für schnelle Finger. Euer Gehirn funktioniert natürlich besser, eure Motorik funktioniert besser. Dann als zweiten Punkt kommt es natürlich sehr darauf an, wie eure Haltung ist, eure gesamte Haltung und die Haltung eurer Arme, eurer Hände und eurer Finger auf der Blockflöte. Da kann auch einiges sozusagen einen Schiefstand haben, dass ihr sehr schräg spielt. Dann sind die Finger natürlich nicht so beweglich und nicht so schnell, wie wenn ihr da so eine optimalere Haltung habt. Also darauf gehe ich sehr intensiv ein, auf diese beiden Dinge, nämlich den Atem wirklich als Basis, so richtig grundsätzlich und wie man das richtig gut lernt und eure Haltung auch der Finger und allem
in meinem Kurs Blockflöte Next Level für fortgeschrittene Spielerinnen und Spieler. Und fortgeschritten, ich sage es nochmal, bedeutet nicht, dass es nur für die Leute ist, die schon Vivaldi-Konzerte spielen und so, aber eben für diejenigen unter euch, die Tänze spielen können, wie Menuett oder eine Gavotte oder leichte Sonaten von Loyer oder Pepusch, dann ist der Kurs auch ideal. Denn auch wenn ihr das schon lange tut, das Blockflöte spielen, könnt ihr damit nochmal wirklich euren Atem aufmöbeln sozusagen und mal so richtig verstehen, wie das funktioniert, die Zwerchfellatmung, und wie ihr das wirklich hinbekommt mit ganz deutlichen Übungen und Anweisungen. Also ich kann euch das wirklich ans Herz legen. So, 27 sind wir jetzt. Muss ich oktavieren lernen? Nicht unbedingt, aber es ist gerade im Blockflötenquartett oder Blockflötenensemble, wenn man Altblockflöte spielt, häufig erforderlich. Also oktavieren bedeutet, dass ich die gewohnten Töne, die ich sonst auf der Altblockflöte spiele, wenn ich jetzt zum Beispiel ein C stehen sehe für die Altblockflöte, was so in der Mitte der Notenlinien ist, zwischen der 3. und 4. Linie ist ja das C, was man auf der Altblockflöte so spielen würde. Und wenn ich jetzt Noten vor mir habe, bei denen ich oktavieren muss, dann steht da das tiefe C mit der Hilfslinie unten durch. Und dann muss ich den trotzdem so spielen. Und dann habe ich oktaviert, und das kann bei manchen Stücken vorkommen, dass die Altblockflötenstimme eben eine Oktave tiefer notiert ist, als man sonst spielt. Und damit man das spielen kann, muss man das beherrschen, die Griffe sofort immer umzusetzen in eine Oktave höher, also im Geiste. Von daher ist es sehr nützlich, wenn man es kann, man muss es aber auch nicht können. Ja, dann Frage Nummer 28. Wie lange dauert es, Blockflöte zu lernen? Und da habe ich tatsächlich irgendwo im Internet stehen sehen, da hat jemand geschrieben, es dauert ungefähr 1 Jahr, bis man Blockflöte so grundsätzlich spielen kann. Und das ist natürlich die Frage, was ist damit gemeint? Also stellt euch noch mal vor, ihr lernt Oboe spielen oder ihr lernt Klavier spielen und dann wisst ihr vielleicht nach einem Jahr, wie die Töne heißen, wo ein C ist, wo ein F ist, wo ein Ais ist oder so, wenn ihr überhaupt da dann schon seid nach einem Jahr. Aber das heißt ja nicht, dass ihr fertig seid und das Instrument beherrscht. Also, und so ist es bei der Blockflöte auch. Geht man nicht davon aus, dass ihr einfach alle Griffe wissen müsst und dann könnt ihr es spielen. Denn dann könnte ja auch jeder einfach Klavier spielen, weil beim Klavier sind alle Tasten schon da, kann jeder mit dem Finger antippen. Das heißt aber noch lange nicht, dass man Klavier spielen kann. Und so ist es bei der Blockflöte auch. Das heißt, es ist eigentlich ein fortwährender Prozess, wo man immer weiter lernen kann, genau wie bei jedem anderen Instrument auch. Natürlich ist es was anderes, wenn ich sage, ich fange ganz frisch an und möchte gerne Weihnachtslieder spielen können. Da kann man sagen, wirklich nach einem Jahr kann man wirklich einige Weihnachtslieder spielen. Das ist ein realistisches Ziel, dass man sagt, ja, Weihnachtslieder oder einfache Volkslieder oder so. Da würde ich sagen, ja, okay, nach einem Jahr. Aber wie gesagt, seht es nochmal als vergleichbares Instrument mit allen anderen. Und ihr könnt nicht nach einem Jahr ein Vivaldi-Konzert spielen, wenn ihr, also es sei denn, ihr seid ein super Ausnahmetalent, aber wenn ihr bei 0 angefangen habt. Von daher, wie lange dauert es? Ja, ein Leben lang quasi. Also jetzt nicht erschrecken. Ich meine jetzt nicht, dass ihr nie dazulernt oder so, sondern genau, es ist eben wie bei den anderen Instrumenten. Dann kommen wir schon zur vorletzten Frage. Wie lange darf man auf einer Blockflöte spielen? Also jedes Mal, wenn man spielt. Also dazu 2 Sachen. Erstmal, wenn eine Blockflöte neu ist, eine Blockflöte aus Holz, muss sich das Holz an die Feuchtigkeit gewöhnen. Das heißt, fangt nicht sofort an, auf der Blockflöte 1 Stunde am Tag zu spielen. Spielt sogar am Anfang höchstens 5 Minuten drauf und das jeden Tag, damit sich die Blockflöte gewöhnt. Und dann könnt ihr das langsam aufbauen. Und wenn ihr dann sagt, okay, ich möchte jetzt mal am 3., 4. Tag ein bisschen länger als 5 Minuten, dann müsst ihr ganz einfach nur darauf achten, ob die Blockflöte irgendwann verstopft.
Ja, wenn sie verstopft und ihr macht sie einmal frei von Verstopfung, also zum Beispiel am besten so, und es geht dann wieder, okay, dann könntet ihr noch ein paar Minuten weiterspielen. Wenn sie dann aber gleich nach einer Minute wieder verstopft, dann aufhören. Ganz wichtig, dann hat die Blockflöte genug. Das ganze Holz arbeitet durch die Feuchtigkeit und quillt und so weiter. Und da kann sich hier was in diesem sensiblen Bereich des Windkanals und des Blockes, kann sich was so verformen, weil ihr zu schnell zu viel Feuchtigkeit reingebracht habt, dass die Flöte, ja, dass das ihr nicht gut tut. Im schlimmsten Fall kann was reißen im Holz oder es verschiebt sich so, dass sie dann nur noch verstopft klingt und ihr das gar nicht mehr wegkriegt. Dann müsst ihr sie wieder einsenden, irgendwo hin und so. So, das ist, wenn die Blockflöte neu ist. Wenn die Blockflöte jetzt schon gewöhnt ist ans Spielen, wenn ihr sie schon länger habt, dann würde ich mal sagen, ungefähr eine Dreiviertelstunde muss eine Blockflöte aushalten können. Kann sein, dass sie zwischendurch mal kurz verstopft, wie gesagt, dann ausblasen. Aber wenn sie dann immer verstopft, schon nach 15, 20 Minuten, dann müsst ihr sie mal kontrollieren lassen. Diese Anti-Heiser-Tröpfchen, die könnt ihr auch ruhig ab und zu reinmachen, das hilft. Aber so plus minus eine Dreiviertelstunde muss gehen. So, dann kommen wir tatsächlich zur letzten Frage, nämlich was ist der Umfang der Blockflöte? Also die Blockflöte hat einen Bereich von fast 3 Oktaven. Das denkt man vielleicht nicht, aber tatsächlich fast 3 Oktaven, also ungefähr 2 Oktaven plus eine Sechste. Und wenn ihr genau wissen wollt, wie all diese Töne gehen, dazu habe ich gerade vor kurzem 2 Videos gemacht. Eins mit allen Griffen für die Sopranblockflöte und eins mit allen Griffen für die Altblockflöte. Und da könnt ihr die alle nachschauen. Ich spiele die euch alle vor. Ich zeige euch, wie die Noten aussehen und wie die Griffe gehen und erkläre noch einiges dazu. Auch das verlinke ich hier unten mal wieder. So, das war es für heute, schon fertig. Mir sind noch mehr Fragen eingefallen und euch vielleicht auch. Aber ich wollte es jetzt auf die 30 begrenzen, damit es mit den 3000 Abonnenten zu tun hat, die Zahl. Weitere Fragen könnt ihr gerne stellen in den Kommentaren. Da freue ich mich, wie gesagt, sehr und auch über Vorschläge zu neuen Videos. Bin ich sehr froh drüber. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu geben. Und wie gesagt, falls ihr noch nicht abonniert habt, ist jetzt der Moment. Wir sehen uns nächstes Mal wieder auf Veras Blockflötenkanal und ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.